Mein Name ist Christian Berner. Ich bin bei Flexning für das Thema Business Development im Bereich PCB Electronics in Europa zuständig. Also unsere Maschinen sind in der Grundausstattung bereits wirklich sehr gut ausgestattet. Das heißt mit Features, mit Optionen, bieten gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Generell zeichnen wir uns durch Individualisierung aus. Das heißt, wir bauen die Maschinen exakt so, wie unsere Kunden sie benötigen. Wir gehen wirklich auf die Prozesse ein, auf die einzelnen Themen, beraten unsere Kunden und setzen das genau um. Ja, unseren Lasermarker, den haben wir dieses Jahr ganz neu entwickelt, basierend auf unserem alten, auf unserem vorhergehenden Modell. Langjährige Erfahrung, aber auch vor allen Dingen das Feedback über all die Jahre von unserem Kunden, das wir eingesammelt haben, sind da massiv eingeflossen. Die Laserquelle ist die gleiche, nach wie vor eine hervorragende Laserquelle, 30 Watt, damit kann man nahezu alles beschriften. Aber wir haben die Software massiv überarbeitet. Das heißt, wir haben die Maschine schneller gemacht im Prozess, aber vor allen Dingen durch eine ganz neue Bedienoberfläche, durch ganz neue systemseitige Unterstützung des Operators ist eben eine sehr schnelle Erstellung eines Laserprogramms möglich. Ja, das Problem ist tatsächlich nicht die Taktzeit. Ja, da waren wir immer schon schnell, auch mit unseren Pufferlösungen. Das Problem ist eher die Kapazität. Viele Kunden haben, wenn man das Beispiel SPI nimmt, das heißt hinterm Drucker habe ich die Lötpasteninspektion und viele Kunden haben dort große Puffersysteme eingesetzt in der Vergangenheit, die sehr unzugänglich sind, die sehr wuchtig sind und auch teuer. Und genau hier greifen wir an mit unserem dreistufigen Aushub. Das heißt, wir haben eine kompakte Maschine, die sehr schnell zugänglich ist, Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich günstiger und wir können wirklich 3 schlechte Boards ausheben. Das 4. Gut-Board könnte noch unten drunter durchfahren. Und das gibt eben dem Operator Zeit, auf die wirklichen Probleme einzugehen. Denn machen wir uns nichts vor, wenn ein SPI ein Board als schlecht markiert und auswirft, dann habe ich meistens ein Problem in meinem Druckprozess. Ein SPI ist deutlich weniger fehleranfällig, weniger störanfällig als eine AOI. Das heißt, da muss der Operator meistens reagieren. Und das verschafft dem Operator wirklich die Zeit und trotzdem sind wir kompakt in der Maschine und kostengünstiger. Viele Elektronikfertiger setzen heute und auch in der Vergangenheit sehr stark auf die Kühlleistung und Kühlfähigkeit ihres Reflow-Ofens. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen ein Fehler, weil die Kühlfähigkeit, das heißt, wie stark kühle ich das Board herunter, hängt doch sehr stark vom Ofenprofil, von dem Layout, von dem Design der Leiterplatte ab. Und genau deswegen empfehlen wir auch immer nach einem Reflow-Prozess eine Kühlung der Leiterplatte. Das heißt, wir puffern ein, wir kühlen aktiv, das heißt mit einer bestimmten voreingestellten Zeit und stellen so sicher, dass die Leiterplatten mit einer optimalen Temperatur in das AOI dann, das heißt in die AOI-Prüfung reinfahren und so zu deutlich weniger Fehlern sorgen. Ein zu heißes Board sorgt für Fehleranfälligkeit im AOI, das heißt Pseudofehler, und das kann ich sehr stark vermeiden. Denn wenn das vorkommt, ist der Operator nur noch am AOI beschäftigt, letztendlich die Fehler wegzuklicken und so weiter. Ich störe die Linienperformance, ich störe den Linienfluss und das ist wirklich gut. Im Zusammenhang damit hat unser System auch im Standard bereits eine Störschleife mit Sehfunktion drin. Das heißt, sollte es doch mal danach zu einem Problem in der Linie kommen, merkt das die Maschine und puffert letztendlich alle Leiterkarten, die im Ofen sind, ein. Das heißt, die Plätze sind entsprechend reserviert, stoppt den Einlauf am Ofeneinlauf. Das heißt, es wird kein weiteres Board mehr in den Ofen geschickt und so können alle Boards, die im Ofen sind, weiter gelötet werden, optimal eingepuffert und können voll verwendet werden. Das heißt, keine verbrannten Boards mehr im Ofen. Unsere Arbeitsplatzmodule zeichnen sich auch da, wie all unsere anderen Maschinen, durch Modularität aus. Das heißt, die Maschinen können in beliebigen Breiten, in beliebigen Längen erstellt werden, egal ob jetzt Einsegment, dreisegmentig, mit verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten. Und das im Zusammenhang bietet doch sehr viel Flexibilität für die Fertigung, aber auch sehr viel Ergonomie für den Bediener. Das heißt, egal ob es ein Steh- oder ein Sitzarbeitsplatz ist, da gibt es eben verschiedene Lösungen. Ob es Dokumentenablagen, Greifboxen zum Beispiel sind, dass halt noch irgendwas nachbestückt werden soll. All das bieten wir und das macht die Anlagen auch, unsere Workstations, letztendlich sehr bedienerfreundlich. Vor allem beim Thema Schnittstellen.
Das heißt, egal ob es eine Software- oder eine Hardware-Schnittstelle ist, so bieten wir gerade in dieser Dreierkooperation eine hervorragende Zusammenarbeit an. Das heißt, wenn wir uns das Beispiel nehmen, wir bieten das Handling für die SMD-THT-Linien an, Adopt SMT dann entsprechend die Verbrauchsmaterialien, die ich an der Linie brauche, später dann im Nachgang den Service, die Werte der Maschine erhalten und die Produktion am Laufen zu lassen. Und dazu kommt im Prinzip CTS mit der Anbindung, mit Robotern, das heißt AMRs, mit der smarten Verkettung, mit Lagersystemen, das heißt die Anbindung ans Backend. Und all das ist eben auch in der Praxis schon umgesetzt und funktioniert hervorragend. Das heißt, wir bieten dem Kunden einen One-Stop an auf der Messe, einen Stand besuchen und eigentlich die ganze Fertigung automatisieren. Ja. Im Grunde setzen wir auf Standardschnittstellen, wie besagte SMEMA-Schnittstelle, auf Hermes zum Beispiel, also sind wir auch seit Anfang an dabei. Das heißt, diese neuartige horizontale Maschinenschnittstelle, aber auch übergeordnete Schnittstellen, das heißt, die dann letztendlich an übergeordnete Systeme gehen, wie CFX zum Beispiel. Ja, auch da setzen wir auf Standardschnittstellen auf. Aber auch mit unserem Roboter-Interface haben wir eine Schnittstelle zusammen mit CTS entwickelt. Die Schnittstelle ist herstellerunabhängig. Das heißt, wir können beliebige Roboter anbinden dort. Die Schnittstellen sind in der Praxis umgesetzt, sind getestet und funktionieren. Tatsächlich ist Qualität und Effizienz hier der Schlüssel. Das sind unsere Stärken hier in Europa und darauf sollten auch alle Fertiger weitersetzen. Das heißt, Systeme einsetzen, die die Qualität und die Effizienz weiter erhöhen. Ich sage mal, Masse wird in Asien produziert, das ist so. Aber wir können uns hier in Europa ganz klar absetzen, indem wir sagen, wir können kleine bis mittlere Losgrößen in einer sehr hohen Qualität entwickeln, produzieren, sehr wenig Ausschuss. Das heißt, auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht, sind wir hier in Europa sehr gut aufgestellt. Meiner Meinung nach ist Flexibilität auch gleich Zukunftssicherheit. Das heißt, wer weiß schon, was er in 3 bis 5 Jahren produzieren möchte oder soll. Klar können wir sehen, was wir heute und in den nächsten Monaten produzieren. Soweit kann man in die Zukunft schauen, man weiß, was die Kunden fordern, aber eben nicht über einen längeren Zeitraum. Und kein Fertiger möchte gerne in 3 bis 5 Jahren seine komplette Fertigung mit neuen Maschinen ausstatten. Soll auch nicht Sinn sein bei der ganzen Sache. Das heißt, wir bieten letztendlich mit unseren Maschinen maximale Flexibilität. Das heißt, die Maschinen sind so ausgestattet, dass ich kleine bis große Boards fertigen kann. Wir bieten viele Optionen und Features an, auch im Standard, die eben genau das möglich machen. Die volle Flexibilität. Vielleicht brauche ich es heute noch nicht, aber in 3 bis 5 Jahren kommt es dann zum Einsatz. Super. In dieser Dreierkooperation beschäftigen wir uns hauptsächlich mit dem Thema Handling. Das heißt SMD-THT-Handling mit Anbindung dann entsprechend über CTS als Beispiel an die Backend-Fertigung. Was zeichnet uns aus an der Stelle? Wie schon erwähnt, was produziert man in 5 Jahren? Ja, das weiß ich heute noch nicht. Das heißt, die Maschinen müssen entsprechend so flexibel ausgestattet sein, beziehungsweise die Möglichkeit, auch eine gewisse Umrüstfähigkeit mitzubringen. Ein Beispiel ist unser Unloader. Heute setzt man vielleicht noch nicht auf automatische Fahrzeuge, das heißt auf AMRs, AGVs, AIVs, sondern bringt die Magazine per Hand ans Backend, aber möchte sich im Prinzip schon mal dafür rüsten. Das heißt, unsere Maschinen sind auch ohne Probleme nach- und umrüstbar und genau so kann man dann entsprechend die Schnittstellen schon vorsehen, um dann später den Einstieg sehr schnell und einfach zu machen. Mit uns gelingt letztendlich in Verbindung mit CTS und Adopt der schnelle Einstieg in die smarte Factory.